Ja, herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Setup für den Monat April. Ich habe vorhin schon ein bisschen angefangen und dann hat die Kamera das leider nicht gespeichert. Aber was soll's, ich habe jetzt hier mit einer Vorlage gearbeitet und zwar ist das ein Freebie, das ich euch auch in der Box unten zur Verfügung stellen werde und diesen Kranz werde ich jetzt weiter nachfahren. Das Einzige, was ihr bei diesen Stiften beachten solltet, ist, dass sie nicht wasserlöslich sind, damit ihr dann im Anschluss auch mit Aquarell drüber gehen könnt, ohne dass das verläuft. Ich finde, solche Vorlagen sind immer besonders angenehm, weil man keine Arbeit in das Design stecken muss. Man kann einfach loslegen, kann das abpausen und dann ganz meditativ nachfahren, ohne dass man dabei viel denken, aufpassen oder vorbereiten muss. Ich habe euch, wie gesagt, in der Infobox ein riesengroßes Starter-Vorlagenpaket verlinkt, das ihr euch dann einfach kostenlos runterladen könnt. Jetzt schreibe ich hier in die Mitte noch April, da habe ich mich für eine ganz schlichte Schreibschrift entschieden. Jetzt kommt noch Farbe hinzu. Ihr seht ja schon außenrum so ein bisschen die Farben, die ich mir überlegt habe, nämlich Gelb und Mintgrün für diesen Monat. Und deswegen werden die Blüten gelb und die Blätter werden Mintgrün oder ja, es ist so ein türkisgrünartiges Mintgrün, blau. Direkt unter den Kranz stempel ich jetzt noch das Kalendarium für April und dafür benutze ich den universellen Kalendarium Clear Stamp, den ihr auch in meinem Shop findet. Ich denke, den verlinke ich euch auch mal. Damit kann man jeden beliebigen Monat stempeln. Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht mein typisches Monats-Setup und zwar kommen da oben die Goals hin, also 3 Monatsziele, die ich mir setze und unten drunter sammle ich erstmal alle Tasks und Aufgaben für diesen Monat. Das sind also alle möglichen Sachen, die mir einfallen, aber auch das, was ich aus dem Vormonat übernehme und auch das, was ich aus dem Future Log habe. Auf der nächsten Seite entsteht eine Reflexionsseite, denn der Monat April steht bei mir unter dem Motto Stressless. Das heißt, es geht um Stressmanagement, um Stressbewältigung und ich finde, da hilft Reflektieren eigentlich immer ganz gut. Die erste Frage, die ich mir dabei stelle, soll mein Gehirn auf positives Denken einstellen und deswegen frage ich mich, worauf ich mich freue. Und die zweite Frage ist dann, was ist eine Herausforderung diesen Monat? Weil ich finde immer, besonders gestresst ist man von den Dingen, die einen überraschen und mit denen man nicht gerechnet hat, auf die man nicht vorbereitet war. Und diese Frage soll so ein bisschen das Ganze vorwegnehmen. Die dritte Frage ist dann, was kann ich sein lassen? Also welche Dinge muss ich jetzt nicht unbedingt machen oder muss ich vielleicht auch überhaupt gar nicht machen? Welche kann ich vielleicht auch delegieren? Wie ihr sehen könnt, habe ich auf der Seite die Blüten schwarz-weiß gelassen und dafür die Fragekästchen bunt mit Aquarell gemalt. Auf der gegenüberliegenden Seite werde ich jetzt eine Merke ich mir für später Liste anfertigen, weil ich finde, es gibt Dinge, die sieht man jetzt bei ganz vielen, die vielleicht auch viel zu Hause sind und die sie machen und für die ich vielleicht selber jetzt gar keine Zeit habe gerade und das merke ich mir dann für ruhigere Zeiten. Also ich schreibe da zum Beispiel drauf Puzzeln oder Bananenbrot backen oder eine Home-Workout-Session absolvieren. Das werde ich mir alles schön für später aufheben. Auf der nächsten Seite folgt ein Zitat und dafür fertige ich jetzt als allererstes mal einen Hintergrund an. Ich habe das im anderen Buch eben schon mal ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert. Also ich habe hier eine Schablone und gelbe Acrylfarbe und ich tupfe das jetzt einfach mit einem Schwamm da drauf und hoffe, dass das nicht unter die Vorlage fließt. Wir werden sehen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich mache jetzt die Schablone mal ab. Wie ihr seht, habe ich nicht den kompletten Hintergrund damit eingefärbt, weil ich das jetzt noch kombinieren will mit einem Stück Papier in der anderen Farbe, die ich benutze. Und dann werde ich den Rest noch mit einem kleinen Muster füllen und darauf kommt dann am Ende das Zitat. Und das werde ich mir jetzt erstmal zusammenstempeln mit den neuen Buchstaben Stempeln, die es jetzt auch bei mir im Shop gibt. Und was ich da drauf schreibe ist Everything you need lies within you. Ich finde nämlich, dieses Zitat erinnert mich irgendwie dran, dass ich nicht abhängig bin von irgendwas, sondern dass ich alles, was ich brauche, immer schon in mir habe und nicht im Außen suchen muss. Und ich finde, gerade in so einer Krisenzeit, wie wir sie aktuell durch Corona haben, ist das, finde ich, ein ganz schöner Gedanke.
So, die Wörter sind alle fertig geschrieben. Ich schneide die jetzt noch zurecht und dann kann ich sie auch schon auf den fertig vorbereiteten Hintergrund draufkleben. Ich habe mir überlegt, noch ein Blumenelement hinzuzufügen, was dann zum Rest des Themas passt. Und das werde ich dann gleich auch ausschneiden, direkt so an der Form entlang und mit den Wörtern auch auf den Hintergrund draufkleben. So, jetzt sind alle Buchstaben und Wörter aufgeklebt und ich habe mir überlegt, dass die jetzt noch einen schönen 3D-Schatten bekommen und den mache ich eigentlich am liebsten mit dem Tombow Fudenosuke oder Fudenosuke. Ich weiß nie, wie man den sagt, aber der hat eine flexible Spitze und da kann man sich ganz gut an die runden Formen anpassen. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsseite in diesem ganzen Setup und zwar ein Self-Care-Bingo. Und das Ganze funktioniert so, dass man sich ein Bingo-Feld aufmalt mit leeren Kästchen. Und in diese Kästchen schreibt man dann Dinge hinein, die man für sich selbst tun kann. Zum Beispiel Meditation oder eine heiße Dusche zum Beispiel. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind, aber ich habe noch nicht alle Kästchen voll bekommen. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr in so ein Self-Care-Bingo reinschreiben würdet und vielleicht kann ich ja mein Bingo dann damit noch auffüllen. Und wir machen weiter mit der ersten Wochenübersicht für April. Ich habe mir überlegt, das wird ein Dutch Door Layout und als erstes stempel ich jetzt mal so die Wochentage. Die Idee bei einem Dutch Door Layout ist, dass man sehr viel Platz hat, also man hat ungewöhnlich viel Platz für eine Woche und ich denke mir, viele von uns haben ja jetzt auch mehr Aufgaben als sonst, müssen vielleicht zu Hause mehr regeln und da braucht man dann mehr Platz. Ich zerschneide jetzt also die obere Hälfte von dem Bullet Journal und man könnte das jetzt quasi auch da oben an der Kante entlang abschneiden dort, aber ich finde, das gibt keine schöne Kante und deswegen werde ich einfach diese linke Seite umklappen und zukleben und dann ist dieser Teil fest und der untere Teil bleibt flexibel. Ich habe mir überlegt, dass es ganz schön wäre, wenn der untere Teil noch mit einer kleinen gelben Bordüre abgegrenzt wird von dem oberen Teil. Und als nächstes male ich die To-Do-Listen-Kästchen um die einzelnen Wochentage herum. Genau, weiter geht's auf der Rückseite, denn da kommt ja jetzt der Rest der Woche hin, also Freitag, Samstag, Sonntag und noch ein Kästchen für alles, was ich in der Woche drauf erledigen möchte. Auch hier füge ich dann eine kleine gelbe Bordüre hinzu, um den flexiblen Teil von dem festen Teil oben optisch auch zu trennen. In den oberen Teil stempeln wir jetzt gleich als allererstes mal das Kalendarium, denn darin können wir uns dann die jeweilige Woche auch markieren. Und das florale Element, was ich da drumherum gesetzt habe, das findet ihr auch in dem Freebie, was ich euch unten verlinkt habe. Unter dem Kalendarium ist ja noch ein bisschen Platz und das nutze ich für ein Feld, wo ich Notizen reinschreiben kann. Die rechte Seite teile ich mir in 2 Hälften ein. Und zwar kommt rechts die Speiseplanung hin, weil man ja jetzt doch öfter vielleicht mal zu Hause kochen muss. Und links ist Platz für die Highlights der Woche. Das Ganze male ich jetzt natürlich noch an mit Aquarell. Und auch die Buchstaben bekommen dann noch einen kleinen 3D-Schatten, so wie die anderen Buchstaben auch. Und dann ist das Wochenlayout auch schon fertig. Und wie ihr gleich sehen könnt, ist der untere Teil flexibel und somit ist sehr viel Platz für die einzelnen Wochentage gegeben. Und oben die Elemente sind fest und immer von jedem Tag aus zu sehen, egal wo ich das Buch aufgeschlagen habe.
Das ist also mein Setup für den April. Hier ist die Startseite mit den 3 Monatszielen, die ich mir setze und hier den Tasks für den Monat und auch das, was ich aus dem Future Log so übernommen habe. Dann die Reflexionsseite mit den 3 Fragen, worauf freue ich mich, was wird eine Herausforderung und was kann ich auch sein lassen. Rechts haben wir dann die merke ich mir für später Liste mit allem, was man gerne machen würde, aber vielleicht noch ein bisschen warten kann. Dann habe ich mein Zitat, was mich immer ein bisschen aufmuntert und rechts mein Favorit, das Selfcare-Bingo. Ich hoffe, ihr habt fleißig kommentiert, damit ich das ausfüllen kann. Und hier ist die erste Wochenübersicht mit einem Dutch Door Layout. Ihr seht sehr viel Platz für die einzelnen Tage. Oben vor allem wichtig, auch die Highlights nicht zu vergessen und rechts könnt ihr das Essen planen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und dass ihr was Inspirierendes mitnehmen könnt. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr als allererstes davon ausprobieren werdet. Denkt unbedingt daran, diesem Kanal zu folgen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet. Ansonsten sehen wir uns bestimmt auf Instagram. Ich blende euch das hier gerade nochmal ein. Und was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und Start in den Monat.